Hallo, ich bin Felix von Schwalbe und bin bei uns im Hause für die Entwicklung des Aerotan-Schlauchs zuständig. Der Schlauch ist nun seit mehr als 2 Jahren auf dem Markt und wird erfolgreich von vielen Athletinnen und Athleten eingesetzt. Und wir sind besonders froh, heute Anne hier im Haus zu haben in unserem Workshop, Ironman-Weltmeisterin und Weltranglistenerste. Ja, ich bin bekanntermaßen ein Riesenfan von dem Schlauch. Vor allem, weil er pannensicher ist. Er ist super leicht, er hat einen ganz geringen Rollwiderstand. Und was für mich persönlich halt wichtig ist, dass er die Luft hält. Wenn ich am Vortag mein Rad einchecke in die Wechselzone, ist am nächsten Tag immer noch der gleiche Luftdruck drin. Und das ist halt, es beruhigt meine Nerven am Renntag. Du hast mit der Lufthaltigkeit bereits einen Vorteil vom Aerotan-Schlauch genannt. Natürlich hat der Schlauch noch weitere Vorteile. Ihr seht, der Schlauch ist sehr kompakt in seiner Bauweise, jetzt im neuen Zustand. Und das spiegelt sich auch in dem niedrigen Gewicht wieder. Also wir reden hier über 40% Gewichtsersparnis im Vergleich zu Bethyl- oder Latexschläuchen. Darüber hinaus das Thema Rollwiderstand, besonders für Triathleten und Triathleten sehr wichtig. Haben wir es mit dem Material geschafft, dass es wirklich auf Tubeless-Niveau ist. Also wir reden hier über 0,3, 0,4 Watt Unterschied im Vergleich zu einem Tubeless-Setup. Trotz geringen Gewichts und des extrem niedrigen Rollwiderstands hat der Aerotan-Schlauch einen sehr hohen Pannenschutz. Besonders hervorzuheben ist hierbei das Thema Durchschlagsresistenz, insbesondere interessant in der in der unteren Position auf dem Lenker, auf dem Auflieger. Wenn der Blick nach vorne gerichtet ist und ihr nicht jedes Schlagloch seht, verzeiht der Aerotan-Schlauch sehr viel. Sollte es doch mal so sein, dass der Aerotan-Schlauch seine Lebensdauer überschritten hat oder irreparabel ist, ist das Material zu 100% recycelbar. Das heißt, wir haben auch hier eine volle Wertstoffkette. Ja, mich erreichen ganz oft Fragen von den sozialen Medien. Was passiert denn, wenn ich dann doch mal einen Platten habe? Kann ich den irgendwie reparieren oder muss ich da gleich einen neuen Schlauch reinziehen? Sehr gute und wichtige Frage. In der Tat, wir haben einen speziellen Glueless-Patch, der für das TPU-Material entwickelt wurde. In der Anwendung super easy. Also man muss im Prinzip nur die beschädigte Stelle einmal auffinden und dann den Flicken dort aufbringen, für einen Moment anpressen. Und dann ist es immer sehr hilfreich, wenn man den Schlauch direkt wieder in den Reifen montiert, damit die Karkasse im Prinzip Gegendruck auf die beschädigte Stelle erzeugt und der Flicken seine vollständige Haftung erhält. Und was passiert, wenn ich jetzt tubeless fahre und nehme den als Ersatzschlauch mit? Verträgt sich der dann mit der Milch oder muss ich da irgendwie was beachten? Es gibt tatsächlich nichts zu beachten. Also das Thema haben wir sehr, sehr lange und detailliert beleuchtet, weil in den verschiedenen Sealants, die es auf dem Markt gibt, oftmals verschiedene Inhaltsstoffe drin sind, die durchaus auch eine chemische Wirkung haben können. Wir haben aber sehr viel Langzeittests gemacht, auch Probanden gehabt, wo wir Milch in den Schlauch eingefüllt haben und haben keine Ausfälle, keine Defekte dadurch gehabt, keinen Materialabbau. Das heißt insbesondere für die Anwendung als Ersatzschlauch überhaupt kein Problem. Und was mich persönlich immer am meisten stresst, ist, wenn ich mein Fahrrad abends eincheck und früh dann in die Wechselzone kommt, dass dann der Luftdruck wirklich noch 100%ig passt. Ist es bei so einem Reifen dann gegeben oder muss ich da früh nochmal nachpumpen? Ist absolut gegeben. Also das ist auch eins der großen Pluspunkte, dass wir es, obwohl der Schlauch eine extrem dünne Wandstärke von nur 0,35 mm hat, also im Vergleich zu Bethyl liegt ungefähr bei einem Millimeter, liegt die Lufthaltigkeit auf Bethylniveau. Das heißt insbesondere im Vergleich zu einem Tubeless-Setup, wo es hin und wieder mal Luftverluste geben kann, aber auch besonders zu den altbekannten Latexschläuchen, die teilweise schon über Stunden extremen Luftdruck verlieren, ist man hier sehr, sehr sicher mit unterwegs. Und wenn es so ein ganz leichtes, dünnes Material ist, muss ich dann bei der Montage irgendwas beachten oder platzt der mir dann leicht? Oder? Es gibt 1, 2 Punkte, aber die können wir uns gleich gerne mal bei einer Montage anschauen. Sehr gut. Ja, ich habe jetzt hier eine 80 mm Felge und ich sehe gerade, hier gibt es ganz unterschiedliche Ventillängen. Was brauche ich denn jetzt für eine 80 mm Felge für eine Ventillänge? Sehr gute Frage. Also wir haben hier schon den Hinweis, 80 mm Felge. Und da ist es immer absolut notwendig, dass wir einen gewissen Überstand vom Ventil haben, damit man nachher Kompressor oder Luftpumpe oder jegliche Adapter gut aufbringen kann. Das heißt, wir würden in dem Fall auf die 100 mm Ventilvariante greifen. Und als Daumenregel kann man sagen, man sollte mindestens immer 10 mm mehr Ventilschaftlänge haben als Flankenhöhe oder Felgenhöhe. Genau, und wir schauen uns jetzt mal an, ich hatte es vorhin schon kurz einmal erwähnt, was müssen wir bei der Montage beachten. Es gibt eigentlich nur so einen großen Punkt, der wichtig ist und der kritisch werden könnte.
Und das ist das Thema des Anpumpens, weil wir sehen, der Schlauch ist erstmal flach und super schmal, super dünn. Das heißt, wir müssen beim Aufpumpen oder beim Lufteingeben erstmal vorsichtig agieren, weil der Schlauch im Prinzip schon ein Plastikteil ist oder ein Kunststoffteil. Das heißt, er hat eine plastische Kontur, plastische Verformung. Und wir geben jetzt ganz vorsichtig Luft da rein, bis der Schlauch faltenfrei ist. Das heißt, wir sehen, er hat jetzt schon die runde Kontur, die er eigentlich nachher auch im Reifen hat. Und was hier zu beachten ist, wenn wir jetzt einfach weiter pumpen würden, könnte es sein, dass der Schlauch an der Stelle, wo vielleicht eine Müheabweichung ist in der Wandstärke, dass er sich da ausdehnt. Und dadurch, anders als bei Gummi, dadurch, dass wir hier über einen Kunststoff reden, würde er sich nicht wieder zurückformen. Also deswegen immer beachten, man kann einfach als Gradmesser sagen, sobald ich keine Falten mehr sehe und der Schlauch so eine leichte Spannung hat, also wir geben als Angabe 0,2, 0,3 Bar an, die man da berücksichtigen soll, aber hier ist wirklich so der Gradmesser von der optischen Beurteilung immer wichtig. Okay. Genau, jetzt sind wir eigentlich schon ready zu montieren. Wir haben schon mal eine Reifenseite vormontiert. Das heißt auch hier, eigentlich wie bei einem Schlauchsystem, fädel ich jetzt erst das Ventil ein. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren großen Vorteil vom Schlauch. Wir sehen, der hat jetzt im Prinzip schon eine sehr schöne runde Kontur, hat aber trotzdem wenig Volumen. Und das ermöglicht es uns, dass wir den Schlauch jetzt praktisch einfach einlegen und können den jetzt nochmal so ein bisschen in die Felge eindrücken, einklippen, dass der im Prinzip schon im Felgentiefbett drin liegt. Und sind jetzt ready zu montieren. Das heißt, ich würde auch hier jetzt wieder auf der gegenüberliegenden Seite vom Ventil anfangen und kann den Schlauch bzw. den Reifen dann schön ins Tiefbett drücken. Und hier ist ein großer Vorteil, ich habe keine Gefahr, dass ich das Material einklemme. Wir können hier nochmal reingucken. Hier sieht man im Prinzip, dass der Schlauch immer mit der Reifenkarkasse weiter wandert. Das heißt, da wo ich Druck aufbringe, wird der Schlauch auch positioniert. Noch einmal kurz nachdrücken. Und es kann sein, dass wir bei der Konstellation noch einmal Hilfe brauchen. Und das war's schon. Das heißt, wir haben eine relativ einfache und komfortable Montage. In Kombination mit Tubeless-Reifen, wir haben es hier gemerkt, braucht man ein bisschen mehr Kraft. Das heißt, am Ende kann man hier auch mit den Reifenheber einsetzen. Aber auch hier ist der Aerotan-Schlauch sehr unempfindlich, weil im Prinzip kein Material da ist, was beschädigt werden kann. Ja, mir ist beim Montieren gerade aufgefallen, dass du gegenüber vom Ventil angefangen hast, den Reifen aufzuziehen. Hat das irgendeinen Grund? Weil ich fange mal oben an. Das ist eine sehr häufig gestellte Frage und es hat in der Tat einen großen Vorteil, wenn wir gegenüberliegend vom Ventil anfangen. Weil man kann sich vorstellen, bei einem Schlauchsystem habe ich in dem Bereich immer den Ventilfuß, der relativ viel Material mit sich bringt und würde dann, wenn ich dort anfange zu montieren, den Reifen schon vorspannen. Also er braucht eine gewisse Vordehnung, damit ich ihn dort positionieren kann. Die beiden Reifenwulste werden dann vorgeklemmt. Und wenn ich gegenüberliegend anfange, dann habe ich im Prinzip immer sehr viel Spielraum und Freiraum, um den Reifen noch zu positionieren. Und das ist der Grund, warum man hier dann im Prinzip erst am Ende den Abschluss hat und kann den dann relativ leicht und easy darüber bringen. Also dann brauche ich auch gar keine Reifenheber mehr. Genau, also manchmal nicht. In dem Fall mit einem Tubeless-Reifen in Kombination ist es manchmal etwas schwieriger. Okay. Das ist vielleicht auch der nächste spannende Punkt oder auch noch eine Frage, die oft an uns herangetragen wird, das Thema Setzdruck. Also wenn wir den Reifen jetzt einmal aufpumpen, dass wir den Reifen so weit hochpumpen, bis wir die Rimline sehen. Weil die Rimline ist der sogenannte Indikator, dass der Reifen vollständig zum Sitzen gekommen ist. Und gerade bei der Verwendung von einem Aerotan-Schlauch oder generell einem Schlauchsystem mit Tubeless-Reifen kann es sein, dass man einen höheren Setzdruck braucht, also dass der Reifen etwas mehr Spannung oder Druck braucht, um wirklich zum Sitzen zu kommen. Und dabei ist besonders wichtig, dass immer diese kleine Linie hier zum Vorschein kommt, die sogenannte Rimline, dass man sicherstellen kann, der Reifen ist auch vollständig zum Sitzen gekommen und hat einen guten Rundlauf. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe echt extrem viel gelernt, weil ich habe das, glaube ich, immer falsch aufgezogen am Anfang.
Sehr gerne. Also wir haben uns super gefreut, dass du heute hier gewesen bist und wir uns über das Thema Aerotan-Schlauch austauschen konnten. Auch nochmal über so ein paar allgemeine Kniffs und Tricke sprechen konnten. Und wir wünschen dir im Namen der gesamten Scheuer-Mannschaft eine super erfolgreiche Saison 2024 und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Dankeschön.